Bei mir im Studio ist jetzt Roland Carter, Generalleutnant AD. Schön, dass Sie heute hier bei uns sind. Danke. Alles der Reihe vielleicht nach. Ja. Ich würde jetzt vielleicht erstmal damit anfangen wollen, dass eben jetzt Herr Stoltenberg mit gleicher Münze im Prinzip zurückzahlt, so wie das sonst immer Herr Medwedew in Russland macht. Warum schaukeln sich beide Seiten da rhetorisch plötzlich hoch? Warum rüstet Stoltenberg jetzt auch rhetorisch zumindest auf? Das ist eine wirklich schwierige Frage, zumal ich sie so richtig nicht verstehen kann. Den einzigen Grund, den ich erkennen könnte, wäre, dass man intern der westlichen Welt sagt, also wir haben auch über Atomwaffen und es ist in der Tat so ausgeglichen, dass das das ultimative Abschreckungspotenzial ist. Gut finde ich das ehrlich gesagt nicht, weil ich der Auffassung bin, so wie mehrfach betont, man sollte über das Nuklearwaffenpotenzial, von dem jeder weiß, was der andere hat, sollte man nicht reden. Weil ich so das Gefühl habe, und das sage ich schon seit ein paar Tagen und Wochen, dass sich diese Eskalationsspirale permanent nach oben dreht und ich so überhaupt keinen Menschen sehe, der mal den Versuch unternimmt, diese Eskalationsspirale wieder nach unten zu drehen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die im Raum stehen, die schon besprochen sind. Als da wäre bis hin zum Einsatz von Bodentruppen, der schon diskutiert wurde, bis zum Einsatz jetzt kürzlich wieder von Flugabwehr. Auch deutsche Soldaten sollten in der Flugabwehr eingesetzt werden, wie Herr Gabriel meinte. Oder auch, dass an der Grenze von NATO-Gebiet aus Flugabwehrwaffen eingesetzt werden. Oder auch, das vermute ich, und das wird auch so kommen, dass wir in der Ukraine nicht genug Flugplätze haben, um die F-16 aufzunehmen. Denn sie stellen ganz andere Anforderungen als die alten russischen Flugzeuge und so weiter. Also ich sehe zurzeit, leider muss ich sagen, die Spirale permanent nach oben gehen. Und ich sehe so überhaupt kein Licht am Horizont. Vielleicht ein wenig, wenn ich auf die Züricher Konferenz nächste Woche schaue. Aber im Grunde genommen gefällt mir persönlich das nicht.